Die Ukrainer lassen sich auf die zum Teil unwürdige Rahmenbedingungen in Polen ein, weil sie das als Sprungbrett für Europa betrachten. Und sobald diese Schwelle, diese Schranke auf ist, dass die alle rübergehen können, werden sich die Unternehmer, die schlecht behandelt hatten, wundern, weil da sind die Ukrainer weg. Cross-border labor migration plays a key role in an interconnected world. Wherever there's a shortage of labor, it is filled by other migrants. But what does this migration do to a country? Does it become a new home or just a transit zone? We have traveled to Frankfurt oder Słubice to take a look at the borderland and the role Ukrainian labor migration plays in Poland. Let's see how this region has become a cross-border unit. Der europäische Integrationsprozess, also ohne den hätte das sicherlich nicht bei uns stattgefunden. Ne? Also 2004 Beitritt, 2007 Schengen-Abkommen, 2011 Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das hat uns immer wieder einen Schub gegeben und Politik und Bevölkerung gezeigt, dass das einfach eine Riesenchance für uns ist. Das, was früher ein Thema war, die Spannung zwischen Deutschen und Polen, irgendwelche historischen oder mentalen Unterschiede und so weiter, heute ist kein Thema mehr. Davon seit Jahren spricht man nicht. Also intern haben wir hier in diesen 30 Jahren ein Wunder vollbracht. Also das würde ich jedem Grenzgebiet auf diesem Planeten wünschen, dass er von so einem Zustand zu so einem Zustand sich entwickelt, ja. The perception and significance of the border has changed. The two cities have truly become one entity. Ich glaube, die ist wirklich eine Minderheit von Menschen, eine kleine Minderheit in beiden Städten, die es schafft, ein Jahr lang nur auf ihrer Seite zu leben und nie über die Grenze zu gehen. Das, denke ich, sind mittlerweile nur noch sehr wenige, die das machen. Ich wohne so grenznah, dass das für mich auch kaum sichtbar ist. Also diese Grenze besteht teilweise nur im Kopf. Und für mich ist das wirklich, als wenn ich in einer Stadt lebe und in einer Stadt mich bewege. Auch wenn ich hier jetzt Deutsch spreche und gleich auf der anderen Seite der Brücke dann Polnisch spreche. The pandemic had a strong impact on the border region and the everyday life of people. Especially border commuters were confronted with new challenges. It was the only European border that was completely closed during the first lockdown. Leute mussten sich plötzlich entscheiden, auf welche oder Seite sie wohnen und arbeiten werden. Die nicht über die Grenze umziehen wollten, wurden gekündigt, massenhaft. Also es gab 2 Firmen, die gibt es jetzt nicht mehr, die sind schon insolvent gewesen, kurz nach der Corona-Zeit. Die haben alle Leute entlassen, die keinen Wohnsitz in Deutschland hatten. Alle Grenzpendler. The more than 1,000 cross-border commuters from Poland shape the border region, and they call on the responsibles to act not only during the pandemic, but also in terms of education policy. Zum Beispiel, dass man da eine Berufsausbildung auch mit einem doppelten Abschluss macht. Weil wir natürlich nicht wollen, dass dieser Brain Drain, dass der noch verstärkt wird. Wir wollen, dass Leute die Möglichkeit haben, auf beiden Seiten der Grenze zu arbeiten. Not only in terms of education. Reasons for labor migration to Germany are manifold. Various push and pull factors make working in Germany more attractive for Poles. Das Sozialsystem in Deutschland ist doch noch etwas besser ausgebaut als das in Polen, sprich Familienleistungen, Krankengeld. Das ist alles, was die Leute auch dazu bewegt, tatsächlich in Deutschland sich ärztlich behandeln zu lassen, diese ganzen Anträge in Deutschland zu stellen und auch diese ganzen Sachen in Anspruch zu nehmen. Wir hatten lange in Betreuung einen Familienvater, der hat jeden Tag 180 Kilometer zur Arbeit gependelt. Also der war 70 Kilometer von hier entfernt in Polen zu Hause, also hinter Torschen, und fuhr jeden Tag nach Großbären und hatte 10 Kinder. Er hat gesagt, egal was passieren würde, auch wenn er zu Fuß und auf den Knie kriechen musste zur Arbeit, er würde das tun, weil damals, 2014, glaube ich, als wir seine Anträge gestellt hatten, stand ihm auf deutscher Seite über 2.000 Euro allein von Kindergeldleistung zu. Und in Polen hatte er kaum Unterstützung. Ne? Das war für ihn eigentlich mehr als der Gehalt, was er nach Hause brachte. Poland has experienced a surge in Ukrainian migrant workers in the low-wage sector in recent years. They are also very present in the border region, especially in Słubice.
Ja, das ist ein Riesenthema. Also in Słubice gibt es unter diesen gut 20.000 Einwohnern 800 Ukrainer, die gemeldet ihren ersten Wohnsitz haben. Die tatsächliche Zahl von Ukrainern, die in Słubice leben, ist mindestens doppelt so hoch, wenn nicht dreimal so hoch, sagen uns die Słubicer. Es gibt aber auch Unternehmer, die von ukrainischen Mitarbeitern absolut zu fast 100% abhängig sind. Das sind die sehr großen Transportunternehmer aus Polen, die sich langsam wegen Änderung der Gesetzlage Richtung Deutschland bewegen. Und diese Transportunternehmer haben zu 90% die Besatzung von ukrainischen Kraftfahrer. Die haben einen eigenen Arzt, der Ukrainisch spricht, die haben eine Wohnsiedlung angekauft, wo die Leute quartiert werden. Die haben eigene Mensa, die bauen hier schon eine Struktur, damit die Leute sich wohlfühlen und damit sie für die als Lkw-Fahrer arbeiten, weil die Lkw-Fahrer zurzeit mangelbar sind. However, the border poses new administrative challenges for companies. Although the procedure for non-European citizens in Germany was simplified, visa processes are often too complex. Zurzeit, was ich beobachte, ist, die Ukrainer brauchen Polen, um die Bleiberechte zu bekommen. Die Ukrainer lassen sich auf die zum Teil unwürdige Rahmenbedingungen in Polen ein, weil sie das als Sprungbrett für Europa betrachten. Und sobald diese Schwelle, diese Grenze, diese Schranke auf ist, dass die alle rübergehen können, werden sich die Unternehmer, die schlecht behandelt hatten, wundern, weil da sind die Ukrainer weg. Deswegen sind ja die Bedingungen noch so, wie sie sind. Ich glaube, wenn das Bewusstsein höher wäre, dann wird man vielleicht was ändern. Aber das sehen viele Unternehmer noch nicht. Better working conditions and higher wages can be an incentive to migrate to a neighboring country. But how important is the cultural and linguistic proximity between Poland and Ukraine? Und hier findet auch so eine Migration statt. Die Ukrainer machen einen Sprung, kommen nach Polen, Polen machen einen Sprung, gehen nach Deutschland oder Großbritannien. Und diese Migration ist viel sozusagen praktikabler und schmerzloser und im Grunde genommen besser für die Gesellschaften als diese mit großen Sprüngen. Weil sie erstens interessiert an dieser Migration sind, an Polen. Ja? Ein Ukrainer, selbst wenn er einen Mindestlohn in Polen bekommt, dann verdient er das Dreifache davon, was er in der Ukraine verdient. Zweitens, es sind Menschen, die, das ist sehr wichtig, äußerlich nicht auffallen. Die sehen genauso wie die Polen aus. Und das ist leider ein wichtiger Faktor. Drittens, sie sprechen eine Sprache, die sich ohne Dolmetscher verstehen lässt. Die Ukrainer gegenüber Polen haben sie viel weniger Berührungsängste, eigentlich keine. Gegenüber Deutschen haben sie schon Berührungsängste. Ja? Also das ist für sie schon eine andere Welt. Ja? Und ich sehe, wie sie sich so ideales Leben vorstellen. Das ideale Leben ist, in Słubice zu wohnen, zu bleiben, polnische Staatsbürgerschaft zu bekommen, aber vielleicht einen Job auf der deutschen Seite eines Tages, ja, und besser verdienen, ja, aber nicht dorthin ziehen. So pendeln, irgendwo im Umkreis von 30, 40 Kilometern und so weiter, ja. Und das ist irgendwie ein so Modelltraum der Ukrainer. An dieser Stelle Vorteile von Polen, also eine ähnliche Kultur, auch ein ähnliches Milieu und dann der deutsche Wohlstand, ja, der hier irgendwie so griffbereit steht zu genießen. Beside economic factors, cultural and linguistic proximity between Poles and Ukrainian labor migrants plays a crucial role. From this point of view, can Poland thus be a mere transit zone as a gateway to Europe? In diesem Sinne ist es für Ukrainer, Polen ist nicht primär ein Gateway. Ja? Es ist ein Migrationsland, in dem man sich sozusagen heimisch fühlen kann und
ohne den Kontakt mit der Heimat zu verlieren. Viele pendeln, sehr oft benutzen, ja, bauen sich dort Häuser und so weiter. Mit Deutschland wäre das schon komplizierter. Nevertheless, action on a political level is required to integrate Ukrainian labor migrants as a part of Polish society. Und das, was mich sehr schmerzt, ist, dass polnische Regierung, aber auch die davor, die liberal-konservative PO, mit diesen Migrationsströmen nichts anfangen kann. Ja? Sie können damit nichts anfangen, natürlich auch nichts mit dieser großen Migration, die sie dämonisieren, ja, die sie als eine Art Invasion aus dem Mars betrachten. Ja, da kann man sich nur verschanzen und schießen, weil die Martianer, wie man weiß, Marmelade aus Menschen machen. Ja. Auf der politischen Ebene habe ich nie gehört, etwas gegen die Leute. Auch aus dem rechten Flügel kamen nie Bemerkungen oder irgendwelche, die untern Wanden, die nehmen uns den Polen die Arbeit weg oder sowas. Nie, das gibt es nicht. Aber es gibt auch nichts Positives. Also keine Vorstellung, wie man den Leuten das Leben schöner machen könnte, wie man irgendwie sie organisieren, wie man ihre Interessenvertretung organisieren könnte, wie man eventuell, wenn man möchte, dass sie länger bleiben, ihre Kinder in die Schulen aufnehmen. Also keine Programme, Integrationsprogramme, keine Hilfsprogramme, nichts. Null. Das ist alles irgendwie unter dem Niveau der sozialen Reflexion. A similar discourse on migration can be observed in particular among the general public in Subice. Die Subiza-Reaktion war schon zweigespalten. Die Hälfte sagte, ja, wir finden das auch unmöglich. Wir erwarten von unserer Regierung auch, dass sie sich solidarisch verhält und dass die mitmacht bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Und die andere Hälfte hat gesagt, wieso? Wir nehmen doch Ukrainer auf. Wir haben doch 2 Millionen Ukrainer. Nehmt ihr erstmal 2 Millionen Geflüchtete auf, dann reden wir weiter. Also diese Arbeitsmigration und dass die Migration aus Syrien, Afghanistan, Irak gleichsetzten. Und dann gab es eine längere Diskussion darüber, was dafür spricht, das zu vergleichen und was auch dagegen spricht, das zu vergleichen. Aber es gibt eben beide Sichtweisen und vielleicht noch mehr Sichtweisen auf der polnischen Seite auf das Thema. From an economical perspective, Poland risks becoming a transit zone for Ukrainian labor migration, especially towards Germany. But the cultural and linguistic proximity reduces the risk of losing the economic potential of labor migrants. Politics missed the occasion to support the integration process. It remains to be seen how the situation develops when legal circumstances change and Polish politics don't.